Herzlich willkommen zur Maxwell DNA Serie 2.0. In der heutigen Episode tauchen wir ein in das Thema Mehrwert schaffen und Menschen wertschätzen. Das Schaffen von Mehrwert und die Wertschätzung anderer sind wesentliche Bestandteile sowohl für die persönliche wie auch die berufliche Entwicklung. Denn die Fähigkeit, Menschen zu schätzen und Wert zu schaffen, ist für erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen unerlässlich. Heute interviewt Amanda unseren Special Guest Monika. Monika ist stolz zertifiziertes Mitglied von Maxwell Leadership Polen und bringt eine tiefe Leidenschaft für die persönliche Entwicklung und den Kontakt zu Menschen mit. Macht euch also bereit, gemeinsam mit Amanda und Monika neue Wege der Wertschätzung anderer zu entdecken. Ja, Anja, vielen Dank für die Intro. Wir sind echt erwartungsvoll, wir sind aufgeregt, wir sind sehr glücklich, unsere heutige Gast willkommen zu heißen, Monika Lusch. Monika, wie geht es Hallo. dir? Hallo, mir geht es gut und ich bin schon ganz gespannt auf das Gespräch mit dir. Ja, also wir haben ein bisschen off-Kamera gesprochen. Du bist ein bisschen nervös, hast du gesagt, aber es wird alles gut, es wird alles gut klappen. Also ich freue mich, dass du heute da bist. Wie ist das Wetter bei dir? Du bist in Deutschland, ich auch. Bei mir ist Mhm. alles bisschen grau und wolkig und ein bisschen frisch noch. Bei dir, ich merke, du hast Sonne, oder? Ja, richtig. Die Sonne hat mich heute begrüßt und ich hoffe, dass es bleibt so den ganzen Tag. Es macht sehr großen Unterschied, wenn die Sonne scheint. Absolut, also bei mir auch. Also ich bin automatisch irgendwie glücklich, wenn die Sonne scheint morgens. Mhm. Besonders morgens irgendwie. Ne? Ja, Oh, heute wird ein großartig, ja, jeden Tag wird großartig sein, aber die Sonne ist eine gute Hilfe, richtig? richtig, das stimmt. Na gut, heute werden wir über die Maxwell DNA Werte reden. Du hast die Mhm. zweite ausgesucht, aber bevor wir loslegen, für unsere Zuschauer, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, ihr könnt das gerne jetzt tun und bitte vergiss nicht, unsere Videos ein Like zu geben. Das hilft uns, mehr Leute mit unserem Inhalt zu erreichen. Und außerdem, wenn ihr über unsere kommenden Veranstaltungen, Webinars und mehr auf den Laufenden bleiben möchtet, folgt einfach unserem Maxwell Leadership Dach Social Media Content. Ihr findet alle Links in der Videobeschreibung, genauso wie Monikas. Also Monika, was sind deine Social Media Content? Das hast du LinkedIn, hast du Facebook auch? Ja, Facebook, Instagram, das Instagram. passt. Und Äh, YouTube. aber du hast auch eine Also, Website, oder? nein, nein. Ah, keine Website, okay. Gut. Mhm. Na gut, ich werde auch deine Social Media Content in den Beschreibung einfügen, falls die Leute mehr über dich Mhm. erfahren möchten und dich natürlich folgen möchten, mehr über dein Coaching, Dienstleistung, Okay, Information holen möchten. Okay? okay. Wunderbar. Ja, lass uns anfangen. Monika, für die Leute, die dich noch nicht kennen, ja, bitte sagt uns, wer ist Monika Lusch? Erzählt uns ein bisschen über dich. Ich komme aus Polen und Mhm. ich lebe hier in Deutschland seit schon 25 Jahren. Wow. Ja, die Zeit vergeht. Ich liebe zu reisen. Ich Mhm. liebe Zeit mit Menschen zu verbringen. Mhm. Ehrenamtlich arbeite ich in meiner Kirche als Kinderpastorin. Mhm. Das macht mich sehr glücklich. Mhm. Ich habe noch einen kleinen Freund, das ist mein Hund Rocky. Ja, mit dem gerne gehe ich täglich spazieren. Mhm. Ansonsten
Ja, ich führe normales Leben. Normales, ja, okay, normales Leben, Ja. Hiking und wie heißt das da? So Fallschirmspringen oder wie Nein, heißt nein, das? nein, Nein, das, das noch nicht. nee, okay, okay, okay. Ich liebe zu reisen, Europaländer, aber Extremsport mache ich noch nicht. Lass nicht. Aber Okay. vielleicht irgendwann, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, wunderbar. Ja, ich freue mich über unser heutiges Gespräch. Mhm. Als ich dich gefragt habe, Monika, über welche der Maxwell-DNA-Werte du sprechen möchtest, du hast sofort Add Value auf Englisch, ne, Add Value and Value People auf Mhm. Deutsch, Mehrwert für andere schaffen und andere Ja. Menschen wertschätzen, gewählt. Und du warst absolut begeistert über das Thema. Like, ja, das würde ich gerne machen. Und wir haben mehrere Mal gesprochen. Wir Ja. haben uns vorbereitet für den Gespräch. Und diese Begeisterung war immer da. So, bitte sagt uns, warum? Was bedeutet dieser Wert für dich? Mhm. Also für mich, Menschen wertschätzen oder Mehrwert für die Menschen zu Mm, schaffen, ist nicht nur einfaches Kompliment oder mm, Anerkennung denen zu geben. mhm, Es erfordert schon ein authentisches Interesse, um ja, deren Stärken mm, zu fischen, rauszuholen, mm, es zu erkennen, aber dann auch noch die zu fördern. mhm, Weil, weißt du, es ist einfach nur für sich zu leben und es mhm, mag vielleicht eine natürliche Neigung von uns allen zu sein. Aber durch meinen Glauben habe ich entschieden, es nicht zu tun. mhm, Also, wenn ich jeden Tag aufstehe, stelle ich mir die Frage, wie kann ich bewusst jeden Tag den Menschen Mehrwert geben? mhm, Das ist mein Motto seit ein paar Jahren. mhm, Und es gelingt mir nicht täglich, so es zu geben, wie ich es gerne möchte. Aber wenn ich mich daran übe, werde ich jeden Tag Stückchen besser. mhm, Und mhm. vielleicht fragst du dich, wie mache ich das? ähm, Das war ja. meine nächste Frage. Ne? Warst du immer so eine Positivperson? Mhm. Hattest du immer diese Weltanschauung in dir oder wie hat sich das entwickelt? Ja, also ich gehöre zu den positiven Personen, die gerne lächeln. Mhm. Aber ich habe das früher nicht bewusst gemacht. Es war oft abhängig damit, wie ich mich fühle. Du kennst das vielleicht. Mhm. Manchmal haben wir schlechtere Tage, dann der Mhm. Fokus geht mehr auf uns. Mhm. Und dann neigen wir ein bisschen mehr egoistischer zu sein. Mhm. Aber wenn es uns gut geht oder mir, dann wollte ich ja die Liebe anderen weitergeben. Mhm. Und mit dem Alter wird man bewusster in manchen Themen. Mhm. Und das war auch bei mir der Fall. Meine Mama ist so eine Person, die das so toll vorgelebt hat. Ähm, Sie ist Mutter von 4 Kindern. Mhm. Die kommen aus Polen. Es war nicht immer einfach und sie hat immer die Hände voll zu tun. Mhm. Trotzdem, sie hat es geschafft, sich täglich Zeit zu nehmen für die Menschen, die so tiefer reinzuschauen. Schon Mhm. die erste Begegnung bei ihr war so entscheidend, dieses Lächeln. Mhm. Es kostet nicht viel, Mhm. aber es bricht auf den Eis und das habe ich bei ihr gesehen und das ist schon ein Teil von mir Mhm. und das mache ich schon bewusst. Dann Mhm. habe ich auch aber gelernt, richtig zuzuhören. Das Mhm. ist so wichtig, weil dadurch können wir erkennen, was die Menschen schätzen. Mhm. Und dann können wir auch es verstehen, die besser zu verstehen. Es ist auch wichtig, aber selbst am Wert zu gewinnen, weil Mhm. ich bin dieser Meinung, du kannst nichts geben, was du selber nicht hast. Mhm. Ja, Absolut. Also ja, so interessant, also so interpretiere ich das. Also diese Maxwell DNA-Wert ist auch ja, eine von deiner eigenen DNA. Es ist einfach ja. in dir, ne? Ja, weißt du, wie ich John Maxwell kennengelernt habe? Mhm. Zufällig. Ich habe mir mal vor Jahren sein Predigt angehört, weil Ja, er war früher ein Pastor richtig. und ja, und er kam mir so authentisch. Er hat Mhm. so einfach gesprochen. Sofort war der tief in meinem Herzen. Und dann habe ich recherchiert über ihn Mhm. und habe ich erfahren, dass es gibt so eine Organisation Mhm. und
Ich habe mich dann auch entschieden, Teil von der Organisation zu sein und ich bin auch glücklich, weil, es Mhm. ist mir wichtig, täglich zu wachsen, Mhm. weil, wie ich schon sagte, man kann nichts geben, was man nicht selber hat. Richtig. Seit wann bist du zertifiziert? Seit 2021. Okay, so schon Ja, 3 Jahre, ne? ja, Yeah. ja. Und du lächelst immer noch, du bist glücklich darüber. So, das ist schön. Ja, 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 ja. Wie praktizierst du diesen Mhm. Wert in deinem täglichen Leben, äh, Ja. Monika? Das beginnt schon, bei meiner Familie. Ich versuche Mhm. jeden Tag den aufs Neue Wert zu geben, Mhm. wirklich die genau zuzuhören, aber auch auf der Arbeit, wenn ich, Kontakt mit Menschen habe, mit Patienten, schon die zu lächeln, wirklich, das bewirkt, Großes. Mhm. Aber auch in meiner Arbeit mit den Kindern, die Mhm. merken sofort, ob wir authentisch sind oder nicht. Mhm. Ja, sie können das Den riechen, ne, irgendwie, ja, ne? ja, ja. Ja, und wenn sie das, spüren, Mhm. dann hat man, deren Herz und das macht, weißt du, so viel Spaß zu sehen, wie sie sich Mhm. entfalten. Ja. Aber auch, also bei meinen Mitarbeiter, ich höre die genau zu. Ich kann dir ein Beispiel erzählen. Ja, bitte. Vor ein paar Jahren, kam in unsere Gemeinde ein Mädel, die mochte Kinder sehr. Mhm. Obwohl sie noch sehr jung ist, hat Mhm. sie, immer mit denen Zeit verbracht. Ich habe sie erst mal beobachtet und dann habe ich mit ihr gesprochen. Und Mhm. ich habe sie gefragt, ob sie möchte, ein Teil von meinem Team sein. Sie war so glücklich, sie hat auf diesen Moment erwartet. Und Mhm. ja, und das macht Spaß, die Menschen zu fördern, Mhm. diesen Potenzial zu stärken, nicht für den Moment, aber Mhm. auch den Weg zu zeigen. Wie können sie sich weiter entfalten in die Zukunft? Mhm. Mhm. Gibt es manchmal Herausforderungen, wenn du Ja. diesen Wert praktizieren möchtest? Also kannst du uns bitte vielleicht darüber erzählen? Schon das, dass ich es nicht, abhängig mache, von dem, wie ich mich fühle, weil Okay. jeder von uns hat besseren Tag oder Mhm. schlechteren Tag. Es ist eine Entscheidung. Mhm. Also jeden Tag aufs Neue, Ja, stelle ich mir die Frage: „Wie möchte ich das machen?“ Bewusst ja. es machen. Und, bei manchen Menschen ist es einfach. Bei anderen, muss man wirklich Geduld haben. Mhm. Aber ich gebe nicht so ganz einfach auf. Du bist Und hartnäckig. ja, ja, Nein, ja. hartnäckig, Ja. nee, es gibt ein besseres Wort. Du bist resilient. Ja, so kann man das auch Mhm. nennen. Mhm. Also du hast gerade erwähnt, Entscheidungen, ne? Du triffst eine Entscheidung. Mhm. Aber ich werde trotzdem die Fragen stellen. Also wie hast du solche Herausforderungen überwunden? Mhm. Also bei mir ist das mein Glauben. Okay, Also ich richte mich nach Gott, okay. wie er die Menschen sieht und er liebt die bedienungslos. Mhm. Dann kommt eine Frage auf mich, liebe ich die bedienungslos? Mhm. Und Liebe ist so ein breites Wort. Für mich ist das schon das zu tun, wie ich möchte, dass die Menschen mir antun. Mhm. Das geben, was Mhm. ich möchte auch nehmen. Mhm. Und wenn ich mir täglich die Frage stelle, ob Mhm. ich mich auch so verhalten würde, das hilft weiter. Das ist ein Prozess. Das Mhm. passiert nicht von heute auf morgen. Mhm. Ich investiere auch in mir, weil, wie ich schon sagte, man kann wirklich nichts geben, was man selber nicht hat. Und Mhm. auch durch den John Maxwell Programm, durch die Zugehörigkeit hier, kann man sich besser weiterentwickelt und entfalten, sich besser zu verstehen. Und Mhm. das bringt mich auch jeden Tag Stückchen weiter. Schön, schön. Off Kamera hast du mir erzählt, dass du ein paar Zitaten, die Ja, besonderes für dich sind, also John Maxwell ja, Zitaten. Also willst du vielleicht ein oder zwei uns mitteilen? gerne, die habe ich mir aufgeschrieben. Okay. John sagte, also er hat uns dadurch ermutigt, frag dich täglich, was kann ich tun, um andere zu dienen? Mhm. Ja, und die Frage stelle ich mir. Und es zeigt, dass man das aktiv machen muss, positiv auf andere Menschen zugehen.
Mhm. Es passiert nicht einfach so. Man muss die Gelegenheit selber schaffen. Also wieder diese wichtige Faktor, Zutat, ne? Also Ja. die Entscheidung. Wir müssen diese Entscheidung treffen, richtig? Mhm, das ist das. Und ich habe noch ein Mhm. anderes Zitat von ihm. Die höchste Form des Lebens besteht nicht darin zu nehmen, sondern zu geben. Wow. Wow. Mhm. Ja, wir Menschen sind schon so gerichtet, konsumieren. Mhm. Ja, so ein bisschen Egoismus zu haben. Gesunder Egoismus ist wichtig, aber ich habe es entdeckt mit der Zeit, dass es wirklich viel Freude macht, anderen zu geben. Und oft, es muss nichts Materielles zu sein, die Zeit zu geben, Mhm. so kurze Aufmerksamkeit, die richtig anzuschauen, die zu lächeln, die zu hören. Das sind so Sachen, die uns eigentlich nichts kosten und trotzdem Mhm. Großes bewirken. Absolut, absolut. Also und, und, und das ist etwas, die heutzutage oft verloren ist, besonders Ja, bei Leitern, ne, bei Leute, bei ja, Führungskräfte, mm, die oft von einer Position von ihren Leiterschaftsposition handeln. mm, Ne? Also ich bin der Chef, ich bin der Leiter, also ja, äh, mach, was ich sage. Aber stimmt. das ist so schwer. Also viel wirksamer und effektiver ist, wenn die Leute, dein Team wissen, aha, du hast, Ja, ähm, du kümmerst dich um deine Leute, ja, ne? Du wirst Mehrwert schaffen für deine Leute. Und das bringt viel, viel mehr. Ne? Aber stimmt. das ist wieder eine Entscheidung. Ne? Man muss eine Entscheidung Ja, treffen. ja, diese Wertschätzung ist wirklich ein kraftvolles Werkzeug. Und Mhm. wenn man das lernt, einzusetzen, bewirkt man Großes. Mhm. Aber das ist der normale Tag, die ja, Routine, wenn ich das sagen darf. Mhm. Das ist das Entscheidende, dass es nicht nur ab und zu ist, Ja, dass es schon ein Lifestyle ist. Und ja, das habe ich irgendwann entschieden. absolut. Und deswegen, perfekt, also das ist eine großartige Brücke Ja. für meine nächste Frage. Also, weil ich wollte dich fragen, wie spielt diese Maxwell Leadership Wert eine Rolle bei der Gestaltung deiner Zukunft? Ja, sehr große, weil Mhm. das widerspiegelt mein Glauben. Mhm. Das ist das, ich möchte nicht nur sagen, dass ich glaube an Gott, Mhm. aber es auch praktizieren, indem ich die Wertschätzung den Menschen gebe. Mhm. Und das ist so wichtig, was man gibt, kommt Mhm. irgendwann zu uns zurück. Ich Mhm. glaube, damit hast du auch Erfahrungen gemacht. Mhm. So wie man sich so wie man sich den Menschen gibt, das kommt zu uns. Vielleicht nicht in dem Moment, aber irgendwann. Und ich glaube Mhm. daran und ich möchte die Menschen wirklich bewusst wertschätzen mit den kleinen Sachen. Mhm. Und dabei geht es mir wirklich schon gut und es erfüllt mich. Mhm. Ja, absolut, absolut. Ne? Also Monika, wie du weißt, ne, einige der Zuschauer, die uns gerade Mhm. anschauen, denken darüber nach, Coach zu werden. Andere sind bereits Coaches und suchen jedoch nach einer Gemeinschaft von Coaches, zu der sie gehören können. Und wieder andere denken darüber nach, sich zertifizieren zu lassen, weil dies ihnen helfen könnte, bessere Leiter zu werden und Mehrwert für andere zu schaffen. Ne? Bitte sagt ihnen, warum sie Teil der Maxwell Leadership Family werden sollten. Mhm. Also, bei mir war es so, die Menschen haben das ausgemacht. Die Mhm. Menschen, die hier äh, sind in diesem Team, Mhm. dass sie helfen, weiterzukommen. Mhm. Im Leben hat man Höhen und hat man Tiefen Mhm. und ab und zu braucht man seinen kleinen Schubs. Also für mich Weiterentwicklung war immer wichtig. Mhm. Und die Materialien, die Bücher, die John Maxwell geschrieben sind, sind 1A, wirklich. Mhm. Viele sind davon Bestseller. In Mhm. vielen Ländern sind sie übersetzt worden. Mhm. Aber oft
Irgendwelche Programme oder Bücher reichen nicht aus. Man braucht Mentoren. Und Mhm. hier beim John Maxwell habe ich gefunden Menschen, die schon diesen Weg gegangen sind. Mhm. Und das ist, ich denke, das Schönste ist, von den Menschen zu lernen. Und hier hat man diese Unterstützung, wofür ich sehr dankbar bin. Mhm. Mhm. Wow, sehr, sehr, sehr schön. Lieber Zuschauer, ihr habt das selber gehört, ne? Also, und wie bereits erwähnt, wenn ihr über unsere kommenden Veranstaltungen, Webinare, Informationen über die IMC, die International Maxwell Conference in Frankreich dieses Jahr, oder darüber, wie ihr eine Maxwell Leadership Zertifizierung erhalten könnt, informiert bleiben möchtet, folgt einfach unsere Maxwell Leadership Dach Social Media Content, das ist ein langer Name. Ne? Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Monika, Zeit geht ganz schnell vorbei, also Ja, unglaublich. Ne? ja. Also hoffentlich können wir diese Interview wiederholen, vielleicht andere Themen in der Mhm. Zukunft. Ich Gerne. würde mich freuen. Ja? Aber bevor wir gehen, hast du ein letztes Wort der Ermutigung für unsere Zuschauer? Ja, geh bewusst in den Tag mit dieser Frage, was kann ich tun und wenigstens nur ein bisschen Mehrwert anderen Menschen zu geben. Beginne schon mit einem Lächeln. Das kostet nichts, aber bewirkt Großes. Das ist Wunderschön. mein Motto für jeden Tag. Sehr Danke. schön, sehr schön. Und du praktizierst das, du lächelst die ganze Zeit so. Ja, Sehr, sehr schön. Liebe Monika, vielen Dank. Ich habe mich gefreut. gerne. Ich habe mich gefreut. Und lieber Zuschauer, nächste Woche sind wir wieder da mit der nächsten Episode unserer Maxwell DNA 2.0 oder Maxwell DNA Videoseries 2.0. Wir werden weiter die Werte auseinandernehmen, diskutieren, darüber sprechen und von anderen lernen. Also bis zum nächsten Woche. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.